Herzlich willkommen, lieber Zwilling, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 10. Februar bis zum 19. Februar. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir befinden uns jetzt mitten in der Luftenergie vom Wassermann, aber man spürt schon ein wenig die Wasserenergie vom Fische. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Dekade bei dir ankommt, lieber Zwilling. Zu der aktuellen Dekade, wir haben über die gesamte Dekade hinweg abnehmenden Mond. Wie kommt diese Dekade bei dir an, lieber Zwilling? Eine Karte für dich, für Zwilling, für diese Dekade. Zeigt sich keine Karte? Oh, doch, jetzt ist es eindeutig. Der Gehängte. Interessant. Eine interessante Zeit. Eine Zeit, in der du dir ziemlich den Kopf zerbrechen könntest. Vielleicht wägst du ab zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Könntest irgendwie auch zwischendurch das Gefühl haben, es geht nicht voran oder dass du keinen Ausweg siehst, weil du halt so viele Möglichkeiten hast oder auch jede Möglichkeit, die dir einfällt, nicht so richtig ideal erscheint und du einfach keinen Weg so richtig klar vor dir siehst. Aber es hat auch seinen Sinn und Zweck, dass du dich so fühlst, denn letztendlich wird sich dadurch, dass du dir den Kopf zerbrichst, darüber auch auf Dauer dann ein anderes Bewusstsein, eine andere Perspektive zu dieser Angelegenheit einstellen. Und sowas braucht einfach manchmal eine gewisse Zeit und ist sinnvoll. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Also der Gehängte steht auf jeden Fall auch für Bewusstseinswandel, für Bewusstseinserweiterung auch und dass es hilfreich ist, wenn man seine Perspektive auch mal ändert. Du hast auch sehr hohe Ansprüche an dich selbst. In dieser Angelegenheit, um die du dir hier den Kopf zerbrichst, möchtest du wirklich eine kluge Lösung finden. Du möchtest verantwortungsvoll handeln und du möchtest geschickt vorgehen. Du hast hier sehr viele Ansprüche an dich selbst und das setzt dich vielleicht auch ein bisschen unter Druck. Aber es kann halt natürlich auch wirklich dazu führen, dass dir dein Ziel gelingt, ne? Und du hier wirklich einen guten Schachzug vollziehst. Erkenntnisse kommen rein und Erkenntnisse, der erweiterte Blick auf die Sachen oder wenn du dich weiterentwickelst oder neue Informationen sammelst, das wird dir zugutekommen, das wird hilfreich sein, um hier eine kluge Entscheidung zu treffen, ne? Es kann auch sein, dass es notwendig ist, dass du dir noch mehr Informationen einholst, dass du irgendwie was klarer erkennst, dass du irgendeine Wahrheit auch herausfindest, dass sich irgendwas für dich erhält in dieser Angelegenheit. Letztendlich wird es dazu führen, ich sehe hier schon, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass du das herausfinden wirst. Und das führt dann dazu, dass du endlich loslassen kannst, dass du auch mit gewissen Themen abschließen kannst und dich befreien kannst, dich von Abhängigkeiten befreien kannst, die dir vielleicht vorher gar nicht bewusst waren oder du konntest nicht verstehen, aus welchem Grund diese Abhängigkeit besteht. Und jetzt erkennst du das klarer und das gibt dir die Gelegenheit, dich davon loslösen zu können und zu befreien. Ja, interessant, das scheinen mir hier sehr starke persönliche Fortschritte zu sein. Kann sich natürlich auch auf eine Beziehung oder beziehen oder den Beruf oder ein Projekt. Mit welchen Herausforderungen hast du es zu tun? Hier zeigt sich ein Prinz der Scheiben. Hast du es vielleicht mit einer Erdeperson zu tun? Das könnte sehr gut sein, muss aber nicht unbedingt. Steinbock, Stier oder Jungfrau. Aber wir tragen ja auch alle Temperamente in uns. Vielleicht musst du deine Erdanteile besonders in dieser Zeit zeigen. Der Prinz der Scheiben ist eher eine junge Person, kann halt auch für eine Tochter oder einen Sohn von dir sprechen oder eine Person, die aus deiner in Relation zu dir sehr viel jünger ist, zumindest aktuell jüngere Seiten zeigt. Oder eben die jüngere Seite in dir. Der Prinz der Scheiben ist, wie schon gesagt, Erde.
Und daher ist dieser Mensch sehr pragmatisch denkend, realistisch denkend. Ein Mensch, der sehr viel Geduld hat und sich mit sehr viel Aufmerksamkeit und Neugier sich praktischen Dingen zuwenden kann und auch in dieser Hinsicht neues Wissen sich aneignet im praktischen Bereich, ne? Handwerk, Kunsthandwerk, alles, was auch mit Ordnungsstrukturen zu tun hat und etwas auch, was man mit den Händen machen kann. Wir schauen uns diese Person gleich nochmal genauer an. Ja, aber ich sehe hier deutlich, dass du ganz klare Ziele hast, ganz klare Vorstellungen, wie sich etwas entwickeln soll, wie du etwas angehen möchtest. Du hast dir schon im Vorfeld viele Gedanken darum gemacht und dein Plan ergibt auch Sinn, hat schon eine Realität. Du weißt vielleicht nur noch nicht so genau, wie du da so hinkommst, ne? Geht es um die Umsetzung, aber das Konzept, das steht. Du hast hier ein Konzept, ja, was halt auch irgendwie sehr durchdacht ist. Was denkt der Prinz der Scheiben? Ja, du bist der Prinz der Scheiben, ne? Würde ich schon sagen. Denn hier, das ist die gleiche Karte und dieser Prinz der Scheiben, der denkt nach, ne? Der grübelt und grübelt und grübelt. Und weil wir hier Erdenergie haben, denkt er sehr gründlich über etwas nach, aber halt auch langsam, ne? Wenn man so gründlich alles durchdenkt, braucht man halt auch eine gewisse Zeit. Ja, es ist nicht so ganz ausgeschlossen, dass du vielleicht doch einen anderen Menschen hast, der irgendwie aber dann habt ihr wirklich sehr stark das gleiche Problem, ne? Also dann steckt ihr da wirklich zusammen, ne? Dann betrifft euch das beide in gleicher Art und Weise. Ja, deine Karten sind überaus introvertiert. Spricht auch davon, dass du sehr introvertiert in dieser Dekade sein könntest, lieber Zwilling. Oder dass du deine Pläne auch nicht unbedingt mit jedem teilst. Deine Gedanken. Dass du vielleicht auch Schwierigkeiten hast, dich aktuell an jemanden anderen zu wenden. Weil manchmal kann der Gehängte auch ein Hinweis auf psychische Probleme sein, ne? Und dass du da Schwierigkeiten hast. Oder psychische Tiefs, sagen wir mal so, ne? Aber hier steckt schon... Ich habe ja hier mit den 6 Schwertern gesagt, dein Plan hat Hand und Fuß, ne? Da gibt es viele Perspektiven, die sich dir eröffnen werden. Und dauerhaft gesehen, wenn du es jetzt geschickt anstellst, sehe ich hier auch neue Möglichkeiten für dich, deine Finanzen aufzubessern und Stabilität zu erreichen. Emotionale oder rein materielle Stabilität. Aber im Moment zeigen sich diese neuen Möglichkeiten noch nicht. Im Moment ist alles noch sehr im Chaos, ne? Diese Situation wartet noch auf eine Entscheidung von dir. Und das ist dir auch klar. Das ist dir im Moment sehr bewusst. Oh wow, was ist bei dir los, ne? Hier schon wieder der Gehängte. Es hat also schon in der letzten Dekade angefangen. Vor dem 10. Februar merkst du diese Energie schon deutlich und da hat dein Grübeln schon angefangen. Ich würde mal sagen, mit dem letzten Vollmond, ab dem 5. Februar, hast du diese Energie gespürt und das hat irgendwas mit dem Vollmond zu tun bei dir. Dass sich da irgendein Ereignis ergeben hat, das dich in eine andere Situation versetzt hat.
dass sich irgendwas gedreht hat von den Energien. Und seitdem bist du am Grübeln. Aber das ist wichtig. Du musst dir hier Zeit lassen. Ja, sehr interessant. Puh. Ja, hier kommen auch Erkenntnisse hoch, hier kommen auch Erinnerungen hoch. Ein alter Schmerz, eine alte Verletzung, alte Selbstzweifel, die jetzt ja, aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein drängen. Aber da ist auch eben die Chance, dass du diese Situation ein für alle Male heilen kannst. Weil die bewusste Verarbeitung findet jetzt gerade statt. Das kann, je nachdem, um was für Themen es geht, auch sehr schmerzhaft sein oder unangenehm, aber es führt zu einer Lösung. Und es drängt in dein Bewusstsein, es drängt zur Verarbeitung, diese Themen. Sodass du dich hier befreien kannst, ne? Hier kommt ja die Befreiung auf dich zu. Ja, während hier das alles passiert, was ich hier beschrieben habe, hier zeigen sich die 5 Stäbe, während das alles passiert, du wirst es gar nicht merken, aber du wirst einen sehr starken Ehrgeiz, ein sehr starkes Bedürfnis, einen sehr starken Wunsch aufbauen, der dir sehr viel Motivation verschafft. Und natürlich sind deine Energien aktuell blockiert. Du kannst hier nicht zur Tat schreiten, aber du baust in dieser Blockade auch sehr viel Energien auf. Du möchtest auch, wenn es hier um die Liebe geht, baust du hier auch den Wunsch nach Nähe, den Wunsch zu einer Person hin auf. Der Wunsch, sich einer Person zu nähern, einer bestimmten, und einen mutigen Schritt nach vorne zu tun, den du jetzt aber noch nicht tätigen kannst. Dir ist das wahrscheinlich auch gar nicht klar, wie das in dir drinnen brodelt, weil du bist viel zu sehr am Grübeln und viel zu sehr im Geiste, um das spüren zu können. Aber da baut sich Feuerenergie in dir auf, ein sehr starker Drang, ein Wunsch, Ehrgeiz einfach, ne? Stierenergie zeigt sich hier deutlich. Hier haben wir auch Erde, der Hohepriester. Du bist am Grübeln, ich kann es nicht oft genug sagen. Diese Karte steht oft auch in Zusammenhang mit Weiterbildung. Vielleicht bist du auch gerade dabei, dir eine neue Fähigkeit anzueignen oder zu erlernen oder dir neues Wissen anzulesen. Und dadurch kommen natürlich auch Erkenntnisse rein, die dann vielleicht weniger mit dir persönlich zu tun haben, sondern mehr mit dem mit der Menschheit als solches. Ne? Gesellschaftliche Themen sehe ich hier, viel philosophische Themen. Der Hohepriester, der du dann sein wirst, denkt viel über seine eigenen Werte nach und möchte auch einen ganz eigenen Wertekompass definieren, um dann schließlich auch nach diesen Werten zu leben. Ganz konsequent. Aber auch dieser Mensch, wir haben hier Stierenergie, nimmt sich ziemlich viel Zeit, ist langsam, weil er so gründlich nachdenkt. Aber wenn dieser Mensch oder wenn du dann diesen Wertekompass erfassen kannst, dann kann alles recht schnell gehen. Ne? Dann kann plötzlich sich das Blatt sehr schnell wenden. Du denkst hier auch sehr ernsthaft darüber nach, was dir Familie bedeutet, was dir eine Beziehung bedeutet, was so deine Werte sind, ne? Welche Verbindung du zur Spiritualität hast und zur Liebe und wie das alles miteinander in Zusammenhang steht. Und du denkst auch viel darüber nach, wer du in Zukunft sein möchtest, ne? Und welche Entscheidung du wann dafür treffen musst. Im Moment bist du sehr gehemmt. Du kannst diese Energie einfach nicht zeigen, ne? Immer wenn du es versuchst, könntest du die Erfahrung machen, dass dir etwas in den Weg steht. Mit Tatkraft kommst du jetzt gerade überhaupt nicht voran.
können auch sehr frustrierende Erfahrungen dann sein, ne? Wenn man gezwungen ist, halt zu agieren. Ne? Man könnte dann irgendwie etwas anfangen und merken, oh, das klappt ja gar nicht, kommt an eine gewisse Grenze und muss die Arbeit nochmal machen. Sehr frustrierend. Oder vielleicht der ein oder andere von euch könnte auch mit so einer Energie Konflikte mit Autoritäten bekommen, weil man irgendwie kein gutes Gefühl zur Tatkraft hat und dann schnell über das Ziel hinaus schießt und so halt irgendwie in Konflikte gerät. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeiten habt, versucht es sein zu lassen und euch eher auf dieses gründliche Grübeln und Nachdenken zu verlassen und eurer Weiterbildung nachzugehen, eurer Neugier, den Informationen, die ihr braucht und alles so zu durchdenken, was euch so durch den Kopf geht. Damit kommt ihr jetzt besser voran. Die gute Nachricht ist, dass es in deinem sozialen Leben alles sehr, sehr positiv läuft. Hier gibt es sehr viel Harmonie und sehr viel Verständnis. Dir wird sehr viel Liebe entgegengebracht. Hier gibt es auch wohlige Gespräche, die dich auffangen können. Hier gibt es sehr viel Halt und Harmonie und dein Umfeld wird Verständnis haben für deine aktuelle Situation, wenn du jetzt gerade sehr in Gedanken bist oder vielleicht auch manchmal etwas missmutig in dieser Zeit sein könntest. Ja, du möchtest für dich also dir ist das schon recht bewusst, du möchtest für dich eine nachhaltige Stabilität schaffen. Du möchtest gerne ein gutes Selbstwertgefühl aufbauen, Selbstbewusstsein aufbauen und auch nach deinen eigenen Werten leben und da drin auch fest sein, unangreifbar sein da drin. Ne? Das ist dir jetzt gerade wirklich sehr, sehr wichtig, dass du hier Stabilität findest und auch zu dir selber stehst, deine Grenzen, auch gesunde Grenzen setzt und diese Grenzen auch verteidigen kannst, dass du dafür genug Stabilität hast. Das wünschst du dir. Du wünschst dir auch, wenn es um familiäres und Partnerschaft geht, dass auch diese Menschen, die dir so nahe stehen, auch sicher sind und dass du auch du wünschst es dir, dass du es schaffst, für diese Menschen eine sichere, stabile Situation zu schaffen. Das ist so deine Absicht hinter diesem. Oh wow, und hier haben wir die Liebenden als Ergebnis. Es wird dir gelingen und wird besser, als du es dir vorstellen kannst. Gerade diese letzten Tage, ab dem 15. Februar oder 14., sagen wir 14., ne? Weil da hast ja auch Valentinstag, wirst du hier wirklich eine starke Verbindung zu deinen Liebsten fühlen und wirst hier auch auf freie, bedingungslose Liebe stoßen. Ne? Du hast dich dann ja hier befreit von gewissen Themen, gewissen Altlasten und erfährst halt eine sehr, sehr starke freie Liebe, die dich auch verblüffen könnte und die dich sehr, sehr stark bereichert, die dir sehr viel Selbstwert gibt, wodurch du dich auch nicht mehr so stark als Individuum siehst. Auch der Gehängte möchte, dass man die eigene Ego-Perspektive verlässt und mehr das große Ganze sieht und die Synthese macht. Und das wird dir gelingen. Und da steckt natürlich auch die Befreiung, ne, dahinter, dass man das so stark erkennen kann. Und das Schöne ist, die Liebenden sind auch die typische Zwillingkarte. Ne? Hier bist du auch komplett in deiner Energie und wirst dich sehr, sehr wohl damit fühlen. Es ist interessant, weil wir hier eine Folge haben, auch von 5 auf 6. Das ist sehr positiv. Es geht voran. Ne? Du lernst hier eine wichtige Lektion. Das ist wichtig, dass du dich jetzt damit auseinandersetzt und ich sehe, dass du damit erfolgreich sein wirst. Und mit diesem Gefühl der Liebenden wirst du schon
wirst du für deine Mühen belohnt, ne? Und das wird eine sehr schöne Erfahrung für dich sein. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Geben statt nehmen. Neumond in der Jungfrau. Ja, dass man sich auch einfach fragen sollte, was kann ich an meiner Situation tun? Ne? Die Eigenverantwortung erkennen, in sich gehen, Verantwortung für deine Wünsche und Ziele nehmen und also nicht so viel von anderen zu erwarten. Freie Liebe. Denn wenn man selber nicht so viel von anderen erwartet, dann beruht das dann auf Gegenseitigkeit. Ne? Erwartung erzeugt immer sehr viel Druck und davon möchtest du dich ja befreien. Und es fängt bei einem selber an. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich ziehe noch eine weitere Orakelkarte. Ja, das ist sie. Ach, wie interessant. Tarana Burke. Und Tarana Burke ist auch Jungfrau. Jungfrau spielt in dieser Dekade womöglich eine wichtige Rolle in deinem Leben. Das könnte sehr gut sein. Ich sehe zwar auch andere Sternzeichen, ne? Stier, Steinbock, Waage sehe ich auch, Schütze oder Löwe. Wasserzeichen allgemein, aber hier nochmal, hier Jungfrau und hier Jungfrau. Also Jungfrau spielt in dieser Dekade eine große Rolle und ich habe hier auch oft an den Eremiten gedacht in dieser Legung. Der wurde jetzt zwar nicht gezogen, aber ich finde, es passt zum Grundtenor dieser Legung, der Eremit, dass man sich so ein bisschen Auszeit nimmt aus der Welt, um zu lernen, sich selber treu zu sein und verantwortungsvoll nach seinen eigenen Vorstellungen zu handeln. Tarana Burke möchte dir Folgendes sagen. Macht und Privileg müssen nicht Dominanz und Niederlage bedeuten. Ja, man kann das eben auch anders vollziehen, ne? Setze auf die Bewegung, nicht auf den Moment. Ach, das ist auch schön, ne? Denn alles ist im Fluss und ja, das könnte dir tatsächlich auch helfen. Ja, diese Erdenergie ist grundsätzlich immer sehr auf den Moment bezogen. Aber du bist ja ein Luftzeichen, du bist Zwilling und dadurch ist dir die Bewegung doch sehr bewusst. Und im Moment zeigst du sehr viel Erdenergie in dieser Dekade. Okay, ist notwendig, ist eine super Energie, um die eigenen Pläne in die Tat umzusetzen. Aber eigentlich bist du eben ein bewegliches Zeichen, ne? Auf jeden Fall. Und da liegt ja auch deine große Stärke. Und ich sehe hier deutlich, dass du zu deiner Energie kommen wirst zum Ende der Dekade. Und der letzte Satz ist, leide nie im Stillen. Ja, finde ich auch interessant, weil am Anfang der Dekade habe ich ja gesagt, dass du vieles mit dir selber ausmachst und Probleme haben könntest, in dieser Dekade dich an jemanden zu wenden. Der Hohepriester steht auch manchmal für einen Berater, einen weisen Berater, einen spirituellen Führer. Vielleicht solltest du dir einen spirituellen Führer suchen, jedenfalls für eine kurze Periode, ne? Oder einfach sich doch überwinden und mit jemandem darüber reden. Mit jemandem, der aus deiner Perspektive viel Erdenergie hat, ne? Sehr bodenständig ist, sehr verlässlich ist, sehr ruhig ist. Einfach ein Fels in der Brandung, ein treuer Freund, eine treue Freundin. Leide nie im Stillen, denn das musst du tatsächlich nicht. Du kannst dich hier natürlich an andere Menschen in deiner Umgebung wenden. Und dieser kommunikative Austausch wird dir sicherlich auch gut tun.
Ja, eine sehr nachdenkliche Dekade mit einem Happy End. Definitiv wird das am Ende der Dekade wirklich eine sehr bereichernde Erfahrung für dich sein, lieber Zwilling. Ich wünsche dir eine entspannte Zeit, dass du diese Energien auch gut für dich nutzen kannst und das Beste aus der Situation machst, deine Ziele und Pläne umsetzen kannst und dass sich alles nach deinen Vorstellungen entwickelt. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.